und Jens Rieber. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Warum wird eine 99-jährige Frau noch für etwas verurteilt, das sie als 18- oder 19-Jährige getan hat, also vor 80 Jahren? Diese Frage hört man immer wieder. Aber auch eine Sekretärin war Teil der Mordmaschinerie der Nazis. Über den Tisch von Irmgard F. gingen Bestellungen für das Giftgas, das den Menschen im Konzentrationslager Stutthof den Tod bringen sollte. Vor 2 Jahren war sie schuldig gesprochen worden wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen. Und das zu Recht hat heute das höchste deutsche Strafgericht entschieden. Es war der wohl letzte Prozess zur Aufarbeitung des Holocaust. Und gleichzeitig der erste gegen eine zivile Angestellte in einem deutschen KZ. Aus Leipzig berichtet Dan Hirschfeld. Historisch nannten gleich mehrere Opferanwälte heute das Urteil. Irmgard F., heute nicht vor Gericht, vor 80 Jahren Sekretärin des Kommandanten im KZ Stutthof bei Danzig, wird zu 2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Denn sie war zur Tatzeit gerade 18 Jahre alt. Der Bundesgerichtshof bestätigt damit ein Urteil des Landgerichts Itzehoe. Also zum einen hat die Angeklagte den einzelnen Tötungshandlungen dadurch physisch Beihilfe geleistet, dass sie konkret Schreiben verfasst hat, etwa die Bestellung von Zyklon B, die die Haupttaten gefördert haben. Zum anderen hat sie psychische Beihilfe geleistet. 2022 hatte das Landgericht Itzehoe die inzwischen 99 Jahre alte Angeklagte zu der jetzt bestätigten Bewährungsstrafe verurteilt, unter anderem wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.500 Fällen. Ihre Revision hat der Bundesgerichtshof in Leipzig nun zurückgewiesen. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Es dürfte einer der letzten Prozesse zu Verbrechen der Nazizeit gewesen sein, denn es gibt kaum noch lebende Täter oder Betroffene. Die Nebenkläger, die Überlebenden des Holocaust oder diejenigen, die nahe Angehörige in Konzentrationslagern verloren haben, sind nicht auf Rache aus, sondern die wollen in erster Linie, dass über die Geschichte nochmal gesprochen wird, dass man auch jüngerer Generation zeigt, was passieren kann, auch vor dem Hintergrund während den Anfängen. Und das beruhigt mich als Nebenklägeranwalt, weil meine Mandanten ein Interesse haben, dass ihr Leid wahrgenommen wird und anerkannt wurde. Und das hat das Urteil des Bundesgerichtshofs heute geschafft. Historiker halten den Blick auf vermeintlich unbedeutende Angestellte, vor allem im Hinblick auf die gesamte KZ-Maschinerie, für besonders wichtig. Das Gericht sprach in der Urteilsbegründung auch davon, dass die Justiz in Deutschland lange Zeit fehlgeleitet war und versagt habe bei der Aufarbeitung der Massenmorde an Andersdenkenden und den europäischen Juden und nur Täter in Uniform für schuldig gehalten habe. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker Stefan Hördler von der Universität Göttingen. Und der ist uns zugeschaltet aus Paris. Guten Abend, Herr Hördler. Guten Abend. Es ist das erste Urteil gegen eine zivile Angestellte im KZ. Warum gab es solche Anklagen nicht schon viel früher? War das eine kleine Randgruppe? Die Gruppe der Zivilbeschäftigten war gar nicht so klein, wie man denken möchte. Mehrere tausend, mindestens über 3.000 Zivilbeschäftigte waren im gesamten KZ-System tätig gewesen. Und das wirft vielleicht auch einen Blick auf die Frage, wie überhaupt das Personal strukturiert war, wie vielfältig, wie heterogen und dementsprechend natürlich auch die Frage der Arbeitsteiligkeit mit hineinbringt. Wir haben die sogenannten Volksdeutschen als Wachmannschaften, Wehrmachtssoldaten als Wachmannschaften, Zivilbeschäftigte. Am Ende bilden diese Gruppen über 90% des Lagerpersonals, über die heute teilweise immer noch sehr wenig bekannt ist, sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft. Und vielleicht sind es genau diese Gruppen, die wir uns ansehen müssen, um zu verstehen, dass es ja genau diese Scharnierfunktionen waren, die diese Personen wahrgenommen haben. Ob als Stenotopisten, Stenotopistinnen, in der Verwaltung, in den SS-Wirtschaftsbetrieben, als Sekretärin, Fernsprechabteilung. Das heißt, Bereiche, die für die Kommunikation, für die Abläufe, für die Organisation, für das Funktionieren dieser Lager zentral waren. Nun ist die Frage, warum sind die bisher so in den Hintergrund getreten? In den 60er und 70er Jahren, da lebten ja noch tausende Täterinnen und Täter. Was hat Verfahren gegen sie damals so schwierig gemacht? Zum einen, wenn wir uns die Geschichte der juristischen Ahndung ansehen, können wir erkennen, dass sich natürlich das erste Interesse auf Kernpersonen bezog. Das heißt Lagerkommandanten, Abteilungsleiter, die Führungsebene in den Konzentrationslagern. Und das Zweite ist,
dass damit natürlich auch bestimmte Aspekte von SS-Mitgliedschaften, Parteimitgliedschaften verbunden waren. Die Mehrheit der Personen, gerade 1943, 44, 45, Zivilbeschäftigte, Volksdeutsche, sogenannte Volksdeutsche, Wehrmachtssoldaten, waren häufig weder Mitglied der SS noch der NSDAP und fielen dadurch vollkommen aus diesem Fokus heraus. Das heißt, auch klassische Personalakten der SS werden wir für diese Person nicht finden. Die Zivilbeschäftigten waren Angestellte im öffentlichen Dienst und hatten dementsprechend auch die Möglichkeit, freiwillig ihren Dienst im Lager anzutreten, aber auch jederzeit zu kündigen und zu gehen. Und diese Gruppe ist einfach aus dem Blick geraten, nicht nur in der juristischen Ahndung, sondern auch in der Öffentlichkeit insgesamt. Und auch die Forschung, gerade wenn wir uns die Gruppe der Zivilbeschäftigten ansehen, ist relativ marginal. Wie sehr muss es uns denn dann als Gesellschaft schmerzen, dass damit also tausende Täterinnen und Täter ungestraft davon gekommen sind? Der Blick ist vielleicht hier viel mehr auf die Gesellschaft insgesamt wichtig. Denn wenn wir uns die verschiedenen Statusgruppen, sozialen Gruppen, Bildungsgruppen bis hin zu Lehrern, die ja in den Konzentrationslagern die Schulungsabteilungen geleitet haben, wenn wir uns all diese Gruppen mit ansehen, können wir erkennen, dass sie ja doch in einer gewissen Hinsicht Spiegelbilder der deutschen Gesellschaft waren. Bis hin zu den Zivilbeschäftigten, die mehrheitlich ja noch nicht einmal in der NSDAP eine Mitgliedschaft besaßen. Und häufig in die Gesellschaft natürlich zurückkehrten, aber zum anderen natürlich auch zeigen, wie breit auch die Zustimmung in der deutschen Gesellschaft war, dieses System am Laufen zu halten, dieses System mit aufrechtzuerhalten, vielleicht auch als Zustimmungsdiktatur bezeichnet werden kann. Und ich habe mehrere 10.000 Männer und Frauen für das gesamte KZ-System untersucht und kann erkennen, dass natürlich einzelne Männer und Frauen auch das System verlassen, um Versetzung bilden, um eine Entlassung bitten, sich freiwillig an die Front melden. Aber das ist am Ende nur eine kleine Zahl, die gar keinen persönlichen Nachteil davon hatte, aber doch nur eine kleine Zahl. Die Mehrheit blieb dabei. Und das wirft natürlich zentrale Fragen auch des Mitmachens mit auf und natürlich auch einer breiteren gesellschaftlichen Verankerung, sagen, dieses Denkens und auch des Handelns. Bleiben wir noch kurz beim Mitmachen. Wie wurden gerade auch die damals noch sehr jungen Menschen zu wichtigen Gehilfen dieser perfiden Tötungsmaschinerie der Nazis? Dies können wir auf mehreren Ebenen untersuchen. Zum einen ist es häufig auch eine freiwillige Meldung zu diesem Dienst. Das trifft für Wachmannschaften zu, das trifft aber auch für die Zivilbeschäftigten zu. Der zweite Aspekt ist, dass insgesamt ein sehr arbeitsteiliger Prozess bestand. Das heißt, die Personen selbst gar kein Unrechtsbewusstsein hatten, weil sie meinten, nur für den Fahrservice verantwortlich zu sein oder nur für das Verfassen von Schriftstücken oder nur für die Verwaltung. Und wir können das vor allen Dingen an den Bereichen des Massenmords mit aufzeigen. Männer, die an der Rampe ihren Dienst versehen haben, haben sich darauf zurückgezogen und gesagt, na, sie haben ja nur den Dienst an der Rampe versehen. Sie haben ja nicht das Zyklon B eingeworfen. Die anderen haben gesagt, ja, aber sie haben sie nur dahin gebracht, aber sie haben sie ja nicht umgebracht. Die Ärzte haben sich damit herausgeredet, dass sie gesagt haben, naja, wir haben sie eigentlich nur nach Arbeitsfähigkeit und nach Arbeitsunfähigkeit selektiert, aber auch wir haben sie nicht umgebracht. Das heißt, diese Arbeitsteiligkeit konnte es erlauben, dass man sich selbst für sein eigenes Gewissen auch mit entschulden konnte. Und der dritte Aspekt neben der Arbeitsteiligkeit ist, dass natürlich dieses System, gerade für junge Menschen, ein System war, an das man geglaubt hat. Dass es eine feste Überzeugung gab, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und dass es Menschen gibt, die weniger wert sind. Und das ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren dieses Systems. Und am Ende brauchte es gar nicht unbedingt dafür eine Parteimitgliedschaft, um dieses gemeinsame Denken und auch Handeln zu teilen. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Einschätzung. Stefan Hördler nach Paris. Vielen Dank.